Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant und beantworte eine Frage, die Sie mir hinterlassen haben. Was sind die Symptome im Motor, wenn der Kurbelwellensensor ausfällt? Wenn der Kurbelwellenpositionssensor ausfällt, können je nach Motortyp verschiedene Symptome auftreten und je nach Typ des Kurbelwellenpositionssensors kann es sein, dass Sie bei heißem Motor fahren und dieser in den Notmodus wechselt. Die Drehzahl und Leistung des Motors sind begrenzt. Dieser Fehler kann auch durch das Einspritzsystem, die Einspritzpumpe oder einen der Pumpensensoren verursacht werden. Der Turbo kann diesen Fehler ebenfalls auslösen. Es kann sogar so sein, als ob der Fehler auftritt. Vom Partikelfilter, der verstopft ist. Und was passiert? Ich weiß nicht einmal genau, woher das Problem kommt. Ich hinterlasse Ihnen einen Link zu einem Video, das ich gemacht habe, das sehr interessant ist und Ihnen mehrere Möglichkeiten bietet, was passiert. Diese Erfahrung ist ein Grad und am Ende weiß man, woher das Problem kommt, ohne viele Teile austauschen zu müssen. Andere Fehler, die häufiger auftreten, sind zum Beispiel manchmal Ruckeln im Motor während der Fahrt. Es handelt sich um sporadische, manchmal auch kontinuierliche Stöße. Der Motor kann sogar während des Betriebs anhalten, was die daraus resultierende Gefahr mit sich bringt. Und normalerweise geschieht dies, wenn der Motor heiß ist. Wenn der Motor stehen bleibt, ist es schwierig, ihn zu starten. Während es heiß ist, kann es manchmal vorkommen, dass es noch nicht vollständig ausfällt und Sie starten und der Motor anspringt. In den meisten Fällen versuchen Sie jedoch, den Motor zu starten, nachdem er heiß abgewürgt ist und nicht anspringt mit Schwierigkeiten. Normalerweise muss man eine Weile warten und den Schlüssel drehen und der Motor springt an. Das macht sich sehr bemerkbar, wenn man das Auto umwirft. Es ist stehen geblieben. Man versucht zu starten und kann plötzlich nicht mehr starten. Rufen Sie den Abschleppwagen. Der Assistenzabschleppwagen kommt, dreht den Schlüssel und startet den Motor. Und das Problem kommt normalerweise von hier. Und je nach Motor, insbesondere bei älteren Motoren, kann es auch passieren, dass Sie den Motor starten. Es startet, aber mit starken Vibrationen und man muss es ausschalten. Nun, hier hinterlasse ich Ihnen dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, dann vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.